Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf YouTube im Drewermann-Kanal, von ganzem Herzen darf ich Ihnen wünschen, ein gutes neues Jahr. Nur wenn ich das sage, gibt es eine Bedingung, dass das Jahr gut wird und dass es in einem entscheidenden Punkt etwas Neues enthält. Das ist der Gedanke des Friedens, die unbedingte Forderung. Wir dürfen nicht so weitermachen, wie wir es machen und gehabt haben. Denn dann hätten wir endlos die Fortsetzung des Krieges, nicht nur in der Ukraine, sondern in der Aufrüstung, in der Kriegsbefähigung, in der Kriegsertüchtigung, die wir vorbereiten auf allen Ebenen, politisch, propagandistisch, manipulatorisch in den Medien, rüstungstechnisch, politisch, in immer neuen Angriffsformationen gegen China und Russland. Wir müssen damit aufhören, dass das Alte sich fortsetzt und so tut, wie wenn etwas Neues dabei entstehen könnte. Die Grausamkeit unserer Politik schafft keinen Frieden, sondern die Ausdehnung von Friedhöfen mit Millionen von Toten. Wie viele Gefallene haben wir jetzt bereits in der Ukraine? 700.000, schätzt die CIA. Es können bereits 1 Million sein. Wann soll mit dem Wahnsinn endlich aufgehört werden? Der Papst bei seiner Anrede zu Weihnachten und zum neuen Jahr konnte fordern geradezu, es müssten Verhandlungen an die Stelle der Waffen treten. Einander zu morden ist keine Verhandlungsform, sondern eine wechselseitige Vernichtung im Wahn, Waffen so einzusetzen, dass sie uns Macht verschaffen. Am Ende herrschen wir nur noch über die Leichenhaufen, die wir selber produziert haben. Das kann kein gutes Jahr werden. Es würde nur noch schlimmer, weil auch das zeigt sich im gesamten Verlauf der menschlichen Geschichte. Ein Krieg hat nie eine Zeit des Friedens herbeigebracht. Er hat gleich dem nächsten Krieg in der verschlimmerten Form die Hand gereicht. Immer lernte man aus dem, was wir gerade hatten, an Waffen, an Techniken, grausamer noch zu morden, rücksichtsloser vorzugehen, unmenschlicher zu werden. Wir sind endlos die Treppe der Grausamkeit und des Sadismus höher geklettert. Und die uns Regierenden haben erklärt, die Welt war schon immer so, das ist Verantwortung, wenn wir so weitermachen. Alles andere wäre nicht verantwortlich. Wir können nur sagen, das einzig Verantwortbare ist der Frieden. Und den wünsche ich Ihnen für das neue Jahr, damit es neu wird und gut wird. Indem es uns erlaubt, selber gütig zu bleiben. Wir können nicht lernen, wie man einander tötet, oder wir verlieren unsere Menschlichkeit. Wir können nicht lernen, wie man auf Befehl hin den Massenmord eines Kriegs im Auftrag des Staates durchführt. Wir verlieren uns dabei komplett selber. Wir haben dann keine Hoffnung mehr. Wir fallen zurück über beliebige Zeiträume in die Vergangenheit. Barbarisch, unmenschlich. Der Gegensatz bleibt ja ständig existent. Wir bleiben Zivilpersonen. Da lehren wir unsere eigenen Kinder. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Als Bürger im Umgang miteinander wollen wir alles das. Kaum aber haben wir einen Rekruten auf dem Kasernenhof, bringen wir ihm bei, genau das musst du tun. Lügen musst du, weil nur die Kriegstaktiken dir die Überlegenheit gegen den Feind geben. Du musst ihn in die Irre führen. Du musst ihn töten, und zwar effizient, schnell, besser als er dich. Das ist eine vaterländische Pflicht. Natürlich musst du rauben. Alles, was du in Besitz nimmst, gehört dir und nicht mehr länger ihm, denn dann könnte er ja stärker werden als du selber. Mach alles, was man dir als Zivilperson verboten hat, wenn du Soldat wirst. Und schon haben wir eine schizophrene Zwei-Welten-Struktur. So kommen wir nie zum Frieden. Kein geringerer als Albert Einstein konnte das sagen. Fortschritte der Kultur sind nur möglich, wenn wir die Schizophrenie der militärischen Erziehung beseitigen. Das ist, was wir als neues Jahr uns wünschen. Abschaffung des Militärs. Beginnend in Deutschland, warum nicht? Wir hätten das haben können nach 1945. Wir hätten das haben können unter Bahr und Brandt. Wir hätten das haben können 1989. Entmilitarisierung vom Ural bis zum Atlantik. Wir hätten das haben können aus den Händen eines Russen. Warum müssen wir Krieg führen gegen Russland? Nicht, weil Russland es gewollt hätte.
weil Amerika seine Weltmacht fürchtete mit Frieden in ganz Eurasien. Von Lisboa bis Vladivostok. Das ist gefährlich, wenn wir Gottes Herrschaftsform unipolar auf der Welt errichten. God's own country, die einzig verbliebene Weltmacht als Sieger im Kalten Krieg, wenn wir den Wahnsinn weiter befolgen, wenn wir niemals Frieden haben. Und wir brauchten ihn uns nicht nur zu wünschen, wir müssten dafür arbeiten. Mit dem Willen unserer Menschlichkeit, eingesetzt für den Frieden, stehen wir in Widerspruch zu dem, was man von uns verlangen wird im kommenden Jahr. Auch nach der Wahl verlangen wird, in Reihe und Glied anzutreten und uns den Illusionen des Friedens nicht länger hinzugeben. Der Friede ist keine Illusion, er ist die unbedingte Pflicht unserer Humanität. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt nur, dass wir ein wenig verspätet den Engeln über den Fluren von Bethlehem einmal noch zuhören. Frieden auf Erden den Menschen. Es ist das Gegenprogramm zur Friedenspolitik des Kaisers Augustus. Nur die Herrschaft des Imperiums über die ganze Welt unter den Fußtritten der Legionäre macht es möglich, einen Altar des Friedens zu errichten. So wird nie Frieden sein. Weder im Kapitol zu Rom noch im Kapitol zu Washington. Das Kind von Bethlehem, schwach, ohnmächtig, unbesitzend, angewiesen auf Güte, ist der Anfang, die Stimmen der Engel zu vernehmen. Umzugehen miteinander, mütterlich, väterlich, universell in unserer Menschlichkeit, nicht herrschen, sondern einander schenken, was wir selber in unserer Armut brauchen. Das wäre Frieden. Ich kann Ihnen nur diese Form des Verständnisses von Frieden wünschen, im Widerspruch zu dem, was man uns erklärt. Wir müssen siegen, dann können wir über Frieden verhandeln. Dann diktieren wir unsere Bedingungen dem Gegner. Siegfrieden wird nie Frieden sein. Und der Krieg wird nie aufhören. Den Frieden können wir nur haben, indem wir die Waffen verweigern und ins Gespräch miteinander eintreten. Dann müssten wir das, was wir beim anderen für schlimm erkennen, in seinen Handlungen, in den Ursachen zu verstehen suchen. Wir dürften das Böse nicht als Symptom bekämpfen, wir müssten die Hintergründe erschauen, verstehen und gemeinsam versuchen abzutragen. Es ist wie bei einem Arzt. Er kann seinem Patienten nicht vorschreiben oder vorwerfen, dass er krank ist. Wir haben zu viel getrunken, zu viel geraucht, das ist Ihre Schuld. Wenn es denn so ist das Problem groß. Wie bringt man ihn von seiner Trunksucht, von seiner Nikotinabhängigkeit allmählich herunter? Man hat nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein psychologisches Problem. Es wird nicht geringer, es wird schwieriger, das gebe ich gerne zu. Aber nur so kann man hinter den Symptomen durch Abarbeiten der Ursache Normalität, Gesundheit, politisch Frieden herstellen. Im Kampf dagegen vermehren wir alles, was schon schlimm genug ist. Die Botschaft von Weihnachten, der Wunsch fürs neue Jahr ist, wir hören auf den Gesang der Engel. Leiste dem Bösen keinen Widerstand. Oder aus dem Munde des Paulus, überwinde das Böse durch das Gute. Liebet eure Feinde. Segnet, die euch verfluchen. Tut Gutes denen, die euch verfolgen. Das ist die ganze Bergpredigt. Dazu sind wir nicht fähig, doch sind wir dazu fähig, weil in ähnlicher Lage wir anders gar nicht leben könnten. Und wir begreifen es als eine Gemeinsamkeit, die vom Himmel her uns umfängt, wie der Regen, wie der Schnee, wie der Wind, wie der helle Schein der Sonne, auf den wir zugehen im Frühling. Ich wünsche Ihnen die Wärme der Liebe im kommenden Jahr umso mehr, als wir im Rückblick auf das Vergangene nicht wünschen können, dass es so weiterginge. Ein wirklich gutes, neues Jahr. Dankeschön.